Hallo auch von meiner Seite, freut mich, dass ich hier bin und ich hoffe, ihr seid nicht so enttäuscht, dass Matthias nicht da sein kann, falls wer auf ihn gewartet hätte. Und ich würde gleich mal starten mit dem Thema von heute: optimierte Produktionsplanung im Spritzguss. Das bin ich, aber ihr seht mich ja eh auch in größer. Wenn mich wer auf LinkedIn oder so adden will, das ist der QR-Code dazu. Kurze Agenda. Ähm, Einführung, Demo, QA. Einführung heißt kurze theoretische Einführung. Ich will aber hier keinen zu viel mit Theorie nerven, weil ich denke, es sollte sich mehr um die Demo drehen und um das wirkliche Value Added an dem Ganzen. Also deshalb eher eine kurze Einführung. So, dann starte ich gleich mal damit. Zuallererst würde ich gern mit einer Abgrenzung starten, was das Thema anbelangt. Viele verstehen hier unterschiedliche Sachen. Es gibt von unserer Seite her Planning und Scheduling. Das ist ein Produkt bei uns, das nennt sich Opcenter APS. Und hierbei werden zwei unterschiedliche Planungshorizonte inklusive unterschiedlichen Detaillierungsgrad betrachtet. Der eine Seite hat die Planning-Seite, die ist mittelfristig bis langfristig sehr abstrakt, kümmert sich eher um die generellen Fragestellungen, Kapazitäten und so weiter, auf einer sehr hohen Flugebene. Aber das Thema, das wir heute hauptsächlich beleuchten wollen, deswegen auch so schön in grün, türkis, das Thema Scheduling, in dem es um kurzfristige oder auch ein bisschen mittelfristige Themen geht, die sehr konkret sind, wo eine Reihenfolge erstellt wird, wo auf verschiedene Ressourcen beplant wird, wo auch der Plan optimiert wird. Um das soll es sich heute drehen. Wenn wir jetzt in das Thema generell reinschauen, wie schaut es bei den Kunden aus? Ich sehe natürlich viele Kunden. Ein Thema ist natürlich Excel. Excel, hier gibt es ja diese nicht mehr ganz so taufrische Meldung die mal auf Forbes war, die aber leider immer noch so vertreten ist. Die ist von 2013, ich sehe es aber immer noch. Ähm, Excel ist dehnbar, man kann es super nutzen in alle verschiedenen Möglichkeiten. Es hat aber weder eine Governance, es gibt Lookup-Werte, die teilweise vielleicht falsch gefunden werden, wenn man eine falsche Formel hinterlegt hat. Man copy-pastet viele Sachen und so weiter. Das ist sehr gefährlich. Ähm, Selbst wenn es gut gemacht ist, wird es irgendwann sehr schwierig zu handeln, da das Excel selbst sehr langsam werden wird, sobald es sehr groß wird und einfach total unübersichtlich. Generell wäre die Feinplanung mit Excel oder auch mit manueller Plantafel, gibt es ja auch noch bei einfacheren Produktionsplanungen oder auch bei komplexeren, was ich schon ab und zu gesehen habe. Ich würde das vergleichen mit aus einer Kristallkugel lesen, deswegen hier das Bild. Ähm, Es ist schon sehr schwierig, dass man hier was erkennt und dass man hier wirklich optimieren kann. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, okay, wir machen die Feinplanung mit dem ERP-System. Wir haben uns da ja was entwickelt. Das ist zum Teil auch gut, aber auch hier, diese Lösungen werden mit der Zeit, da es gewachsene Lösungen sind, sehr schwer zu handeln, da sie sehr komplex werden. Ähm, so wie mit allen selbst entwickelten oder Individuallösungen baut man alles rein, was man sich wünscht. Irgendwann kann man es nicht mehr wirklich benutzen und außerdem hat man halt auch nicht sagen wir, den Komfort einer Standardlösung, dass man ständig neue Sachen dazu bekommt. Ich würde das jetzt vergleichen und da beginne ich jetzt den Vergleich mit dem Navigationssystem. Also zuvor war man bei der Kristallkugel, jetzt wäre man, wenn wir jetzt im Auto sitzen, bei der Straßenkarte, die ja, also ich nutze sie nimmer. Sie liegt zwar, glaube ich, noch irgendwo im Auto rum, aber in Wahrheit verstaubt sie irgendwo da in der Ecke, da rechts unten. Wenn es da irgendwo liegt sie drinnen oder eher im Handschuhfach, weil es einfach heutzutage schon bessere und einfachere Möglichkeiten gibt, seine Route zu planen. Unsere Möglichkeit dazu wäre das Opcenter APS. Hier kurz eine Erklärung dazu. Kann man sich durchlesen, muss man nicht, ist dann später in den Folien drinnen. Ich werde es nicht vorlesen.
Grundsätzlich geht es darum, dieses Tool bietet den Komfort eines modernen Navigationssystems. Man kann damit scheinbar Unplanbares planbar machen. Scheinbar Unplanbares bedeutet jetzt eine sehr komplexe Produktion mit unendlich vielen Arbeitsplätzen, Ressourcen, was auch immer, vielen Vorgängen und Aufträgen, wo auch verschiedene Prioritäten drinnen sind und so weiter. Das lässt sich hier planen, weil Algorithmen hinterlegt sind, auch schon im Standard viele. Optimierungsfunktionen, die auf sehr einfache Möglichkeit eine gute Optimierung bieten und eine Optimierung, die mehr oder weniger dann, nicht nur mehr oder weniger, auf jeden Fall auf einem Klick geschieht. Also da klicke ich dann drauf, man will es dann nicht später sehen und dann ist das Ding eingeplant und fertig und man kann das nutzen. Ähm, auf jeden Fall kommt man da auch in Richtung Wirtschaftlichkeit. Den KPIs, die werden natürlich dadurch verbessert, weil ich einfach die Fertigungsplanung optimiert habe. Und hier habe ich es noch ganz unten hingeschrieben, ähm, Obsent APS reduziert Stress, also generell ein Feinplanungssystem, ein Advanced Planning und Scheduling System, reduziert Stress, indem, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Ungeplantes passiert, eine Anlage fällt aus, ein hochpriorer Auftrag kommt rein, der sofort produziert werden muss und so weiter. Das ist natürlich nicht so nett für den alltäglichen Planeralltag. Sowas will man eigentlich nicht haben, weil das macht Probleme. Und wenn ich mich da erst mit allen möglichen anderen Abteilungen abstimmen muss, wie es ausschaut mit den Belegungen der Maschinen, ob irgendwelche Aufträge vielleicht irgendwo auch noch nicht fertig sind, die aber auch prior sind, weil ich es einfach nicht weiß und davor noch 1000 Leute anrufen muss, ist das nicht recht, wie wir es in Österreich sagen, gemütlich. Das ist ein bisschen schwierig dann und im Endeffekt kommt da nichts raus außer Stress und vielleicht auch eine nicht so gute Planungsqualität, da vielleicht einfach das dann schnell gehen muss und einfach nicht so viel Detailarbeit reingeht, wie vielleicht reingehen sollte. Also hier nochmal, Feinplanung mit APS ist wirklich das Navigationssystem, wo ich auch, und hier, das passt ja auch ganz gut zu, in verschiedenen Richtungen optimieren kann. Hier ist das schnell, eco, pro und kurz. Je nachdem, was ich will, kann ich einstellen. Will ich Rüstzeit optimiert planen? Will ich das? Will ich das? Kann man alles einstellen und dadurch kommt dann eine optimierte Planung raus. Warum brauche ich das Ganze nochmal? Naja, eine Planung, wie schon gesagt, ist nicht ganz unkomplex, besonders wenn es sich um ein doch nicht unkomplexes Produktionssystem handelt. Hier habe ich nur eine Linie mit 5 Stationen oder generell 5 Arbeitsplätze. Und selbst so sagen wir, eine kleine Produktion bietet 120 mögliche Kombinationen der Anordnung. Wenn ich das jetzt einfach auf mal 2 nehme, dass ich praktisch 2 Linien habe, kommen da schon 14.440 mögliche Kombinationen raus. Und das ist, wenn ich das dann noch erhöhe, irgendwann einfach nicht mehr so leicht zu überblicken. Man hat vielleicht, hoffentlich, die eine optimale Planer, den optimalen Planer oder optimale Planerin, die das kann aus dem Kopf raus. So ein göttliches Wesen, jetzt mal so, gibt es überall. Meistens überall, wenn es das nicht gibt, tut man sich wirklich schwer. Und selbst auch wenn es wäre, dass der oder diejenige vielleicht mal das Unternehmen verlässt oder in eine andere Funktion geht und das Wissen einfach weg ist, dann hat man echt ein Problem. Deswegen wäre das gut, wenn man hier wirklich eine Advanced Planning und Scheduling Lösung einsetzen würde. So, ich bin es aber schon mit meiner Theorie, wie gesagt, sehr, sehr kurz gehalten, dass wir in die Themen einsteigen können. Und da übergebe ich gleich mal das Wort an den Felix. Ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen zu dem heutigen Tech Talk für die Feinplanung im Spritzguss. Mein Name ist Felix Krause und ich bin hier für
für die Firma Wagner Informatik, Ihr Ansprechpartner für die Feinplanung heute. Wir sind Smart Expert Partner von Siemens und sitzen hier im schönen Nürnberg. Und ich habe hier für die nächsten 30 Minuten etwas vorbereitet. Das, das heißt, das würde ich gerne dreiteilig gestalten. Ich möchte jetzt im ersten darauf eingehen, was sind hier Herausforderungen, die Sie vielleicht auch haben in Ihrer Feinplanung. Im Besonderen, welche Themen beschäftigen sich hier Unternehmen bei der Feinplanung im Spritzguss? Was ist da besonders zu berücksichtigen und gilt es dann mit einer Implementierung zu lösen? Und danach wagen wir den Sprung hier in eine Live-Demonstration und dann werden Sie, glaube ich, sehr gut feststellen können, okay, wie funktioniert jetzt hier so eine automatisierte Planung? Was kann man sich darunter vorstellen? Und auch ein paar Spritzguss-Themen werden hier nochmal dann in der Live-Demonstration gehighlightet. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der letzte Punkt wäre dann noch eine Referenz, die ich hier für Sie vorbereitet habe. Das heißt, hier haben wir einen Kunden, eine ganz frische Referenz aus dem Bereich Spritzguss. Hier hat ein Kunde ganz tolle Ergebnisse mit der Implementierung von Opcenter APS erzielen können. Und das würde ich Ihnen dann gerne zum Abschluss noch präsentieren. Genau. Und hier schon bei den Herausforderungen im Scheduling im Kunststoffbereich. Was gilt es hier besonders zu berücksichtigen? Natürlich sehr offensichtlich das Thema Spritzgusswerkzeuge ist natürlich ein zentrales Element. Das heißt, die, welch, welche Werkzeuge sind zu welchen Zeiten verfügbar? Wann sind die Werkzeuge in der Wartung? Da haben Sie sicherlich einen Wartungskalender, den Sie jetzt hier gerne mit integrieren möchten in einer Feinplanungslösung. Das heißt, solche Themen müssen auch in der Feinplanung berücksichtigt werden. Und das kann natürlich auch noch weitergehen. Also es gibt hier auch Kunden, die haben auch noch weitergehende Restriktionen. Das heißt, für das Aufspannen von den Werkzeugen kann es natürlich sein, dass noch weitere Peripherie benötigt wird, vielleicht irgendwelche Aufspannplatten oder weitere Elemente, die hier auch als Restriktion dann in der Feinplanung auftreten. Und das geht dann auch noch weiter. Weitere rüstrelevante Themen wären dann zum Beispiel unterschiedliche Temperaturen, mit denen Sie spritzen. Das heißt, hier lohnt es sich dann zu optimieren. Das heißt, die Aufträge, die mit gleichen Temperaturen produzieren, ähm, wenn die in einer Sequenz hintereinander direkt eingeplant werden, können Sie sich Zeit und Geld sparen, weil eben hier Rüstzeiten oder Stillstandzeiten der Maschine unterbunden werden können. Genau, und bei dem Thema Temperatur, das geht ja auch schon in die Richtung des Materials. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind hier die Temperaturen abhängig von dem verwendeten Granulat und ähm, Granulate mit verschiedenen Farben haben Sie hier vielleicht in Verwendung. Das heißt, diese Granulate gilt es auch in der Feinplanung zu berücksichtigen. Das heißt, hier sind dann rüstrelevante Themen nochmal eine Vorlaufzeit für das Temperieren, für das Trocknen dieser Granulate gegebenenfalls notwendig und auch sowas adressieren Sie dann an Ihre Feinplanung. Genau, und was ich auch schon gesehen hatte, was hier Kunden zum Beispiel auch noch neben dem Granulat haben, ist, dass zum Beispiel auch noch weiteres Material direkt im Shopfloor just in time an die Spritzgussmaschinen geliefert wird. Das heißt, äh, dieses Rohmaterial, das muss auch nicht unbedingt nur das Granulat sein, das kann auch noch weitergehen. Das heißt, hier gibt es auch Kunden, die umspritzen noch Metall Bauteile. Das heißt, ähm, auch diese
ja, Lieferantenaufträge, die in ihre Produktion fließen, gilt es dann auch noch zu berücksichtigen, denn ohne dieses Material können sie nicht fertigen. Und diese Abhängigkeiten gilt es dann auch in der Feinplanung noch mit abzubilden. Und die nächsten beiden Themen, ich glaube, das sind beides Themen, die werden immer relevanter. Da fragen die Kunden immer häufiger nach, welche Lösung es dafür gibt. Das heißt hier einmal das mit der Personalkapazität. Das heißt, sie wünschen sich natürlich, dass sie auch je nachdem, auch bei Schwankungen in der Personalstärke, immer von ihrer Feinplanung einen effizienten Produktionsplan für jede Situation generieren können. Und ein anderes Thema, was eher aus der Produktionstechnik dann kommt, wäre nochmal das Glätten von Energiespitzen. Das ist insbesondere ein relevantes Thema für Kunden, die sehr große Bauteile fertigen. Das heißt, wenn Sie hier sehr große Container zum Beispiel fertigen mit großen Werkzeugen, das kann sehr energieintensiv sein. Und hier gibt es Potenziale, das heißt, diese Aufträge, die sehr energieintensiv sind, die doch vielleicht mit der Feinplanung, mit dem Einsatz eines Tools über den Planungshorizont zu verteilen, damit sie einen relativ konstanten Energieverbrauch ermöglichen können. Und dann würde ich jetzt gerne in die Live-Demonstration wechseln und wechsle dafür auch einmal den Bildschirm. So, jetzt sind wir Ja, hier in der Live-Demonstration und Bernd, du hattest das ja eben schon so toll aufgegriffen, das Thema mit dem Navigationssystem. Also hier sind wir jetzt in dem Tool und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal vor, du bist jetzt hier ein Produktionsplaner, der mit Opcenter APS jetzt ab heute, erster Arbeitstag mit dem Tool, agieren soll. Ähm, was, was möchtest du gerne sehen? Darf ich dir zeigen hier in dem also, Tool? also mich würde mal interessieren, was ich denn hier jetzt sehe auf diesem Bildschirm. Ja, dann machen wir doch mal die allererste Orientierung. Das heißt, diese Maske, die du jetzt hier siehst, das ist quasi dein Cockpit. Das heißt, du bist jetzt hier in deinem Auto. Das ist der Arbeitsplatz, wo du dich die meiste Zeit in dem Tool bewegst. Und du siehst dann hier auf der linken Seite, das sind alle Fertigungsaufträge. Die gilt es jetzt einzuplanen. Die müssen eingeplant werden. Und wo erfolgt das? Da sind wir hier im rechten Bereich. Das sind die ganzen freien Ressourcen, die Kapazitäten, die beplant werden können. Das heißt, hier sind die Bezeichnungen, das sind die ganzen Arbeitsplätze, Maschinen, Spritzgussmaschinen, die jetzt hier mit den Aufträgen belegt werden. Und das ist ein Gantt-Chart, das heißt, wir haben dann einmal hier auf der Achse die ganzen Ressourcen mit ihrer Kapazität über den zeitlichen Verlauf. Und was wir dann hier im unteren Bereich noch sehen, das wären jetzt hier die Sekundärrestriktionen, das wären diese Themen, die ich eben schon angesprochen hatte. Das heißt, Spritzgusswerkzeuge, das sind Personalkapazitäten und auch noch weitere Themen wie auch der Energieverbrauch. Das findet sich dann hier unten in dem Bereich. Und das kannst du dir vielleicht auch noch mal vorstellen, wie bei deinem Smartphone. Du kannst das frei konfigurieren. Das heißt, du kannst hier die Elemente austauschen, die Menüstrukturen, das kannst du alles frei wählen, so dass du dich hier in deinem Cockpit wohlfühlst. Mhm. Genau. Ich hoffe, jetzt hast du die erste Orientierung und was sollen wir denn jetzt mal machen? Welche Funktionen probieren wir denn mal aus, Bernd? Okay, also nachdem ich das jetzt gesehen habe, ich meine, die Planung ist ja jetzt sicher ganz einfach, oder?
Ja, das versuchen wir doch mal. Also, wir haben hier out of the box verschiedene Planungsalgorithmen, die wir ausprobieren können. Und hier für den Spritzguss habe ich jetzt hier mal habe ich 2 spezielle Planungsalgorithmen vorbereitet. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Vorwärtsterminierung. Also aufgepasst, das passiert jetzt ganz automatisiert und was passiert jetzt hier im Hintergrund? Alle Restriktionen, die definiert sind, werden automatisiert berücksichtigt. Das heißt, hier ist keine manuell kein manueller Input gefordert, um diese Restriktionen zu berücksichtigen. Und es werden gleichzeitig auch noch solche Themen berücksichtigt. Das heißt, im Spritzguss, das ist ein besonderes Thema, da gibt es Werkzeuge mit verschiedenen Nestern oder Kavitäten genannt. Das heißt, die Produktionsgeschwindigkeit, wie viel Stück ich pro Stunde produzieren kann, was ist mein Throughput, sowas wird dann hier auch noch mal automatisiert berechnet. Je nach Spritzguss, Werkzeugwahl habe ich hier eine andere Produktionsgeschwindigkeit. Mhm. Genau. Und dann haben wir jetzt hier das Planungsergebnis. Das heißt, das können wir jetzt hier auch ganz im Detail anschauen. Das heißt, wir sehen hier die schwarzen Balken. Das sind die Rüstzeiten, die anfallen. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein Werkzeug oder ein Granulat gewechselt. Das können wir jetzt alles im Detail uns anschauen als Produktionsplaner. Und dann können wir hier unten auch noch mal das können wir ein bisschen größer ziehen. Also, erstes Feedback noch mal, hier links, alle Produktionsaufpläne sind eingeplant worden, ist keiner zurückgeblieben. Und dann können wir hier neben den Aufträgen, wie sie sich verteilen, ähm, auch noch sehen, was ist mit den Restriktionen? Welche Restriktionen wurden hier berücksichtigt? Das heißt, wir können dann hier auch noch mal sehen, diese Themen, diese Herausforderungen, die ich vorhin erwähnt hatte, Maschinenbediener, also Personal und Maschineneinrichter. Maschineneinrichter ist dann das spezifische Personal, was hier qualifiziert ist für die Rüstzeiten. Nur dieses Personal ist eine Kapazität, die für den Rüstprozess genutzt wird. Und dann haben wir hier als Besonderheit auch noch den Energieverbrauch. Und wir haben hier auch in diesem Beispiel sehr große Werkstücke. Das heißt, hier haben wir für gewisse Rüstzeiten auch noch die Berücksichtigung eines Brückenkrans. Das heißt, die Spritzgusswerkzeuge, Werkzeuge, um gerüstet werden zu können, wird hier ein Brückenkran noch genutzt. Genau, das wäre jetzt so die auf die Mhm. Schnelle, Bernd, die Übersicht, was wir denn jetzt hier geplant haben. Also, du siehst, das ist vollautomatisiert passiert. Mhm. Wie gehen wir weiter? Was Ja, interessiert dich noch? ja, das war jetzt für mich schon fast zu einfach. Jetzt würde mich interessieren, wie du auch noch irgendwelche Alternativen berechnen könntest. Ja, bevor ich dir eine Alternative, zeige, schauen wir doch noch mal in die Statistik rein. Das heißt, wir haben hier noch die Möglichkeit, verschiedene Statistiken zu nutzen, um das Planungsergebnis zu bewerten. Und, Mhm. vielleicht ganz plakativ hier, wir haben in diesem Planungsergebnis 60 Aufträge, die jetzt, überfällig wären. Das heißt, die würden ihre Termine, nicht schaffen. Und das wäre natürlich jetzt noch mal eine Motivation, Bernd, du als Produktionsplaner, ähm, ist da noch Optimierung möglich? Und da würde ich jetzt hier noch mal einen anderen Planungsalgorithmus, Aha. wählen. Und was ist jetzt der Unterschied hier? Also, bei diesem Planungsalgorithmus, da wird versucht, eine Optimierung zu fahren. Das heißt, alle Aufträge, die gleiche Parameter haben, die dasselbe Spritzgusswerkzeug benötigen, Aufträge, die dasselbe Granulat, verarbeiten. Das heißt, da könnte eine Rüstzeit entfallen. Die werden jetzt versucht, in eine, Reihenfolge zu bringen, damit wir hier weniger Rüstzeiten haben und mehr produktive Zeiten. Genau. Und, ähm,
das führt jetzt hier zu einem anderen Planungsergebnis. Das heißt, wir haben hier nochmal eine zweite Alternative gefunden. Und diese können wir natürlich jetzt auch nochmal mit der Planungsstatistik bewerten. Das heißt, wir hatten eben 60 Aufträge, die nicht pünktlich fertig werden. Und wir haben es jetzt geschafft, okay, wir sind jetzt hier nur noch bei 46. Das Mhm. heißt, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, was haben wir jetzt hier bisher gesehen? Wir haben eine vollautomatisierte Produktionsplanung durchgeführt, bei der alle Restriktionen berücksichtigt werden. Dann haben wir das Produktionsplanungsergebnis bewertet anhand von Statistiken. Wir haben uns die Restriktionen angeschaut, ob diese auch eingehalten werden. Und dann haben wir noch eine Alternative berechnet und dabei festgestellt, dass diese Alternative vielversprechender ist und hier nochmal laut der Statistik ein eine bessere Liefertreue Mhm. ermöglicht. Genau. Ähm, was, wenn ich jetzt auch noch andere Kennzahlen sehen wollen würde? Ja, wir können jetzt auch, wenn wir bei dem Autobeispiel noch mal bleiben, also wir können jetzt hier eigentlich auch noch mal quasi unter die Motorhaube schauen. Also das heißt, wir haben nicht nur diese Statistik, das ist natürlich auch für den ersten Überblick ist das sehr gut. Hier hat man grafische Darstellungen, die sehr plakativ sind. Aber Bernd, wenn du wirklich die vollen Details zu deinem Planungsergebnis Mhm. haben möchtest, bevor du dich hier für ein Planungsergebnis entscheidest und das in die Produktion schickst, kannst du hier auch wirklich noch mal diese ganzen Statistiken dir anschauen. Das Mhm. heißt, hier bist du dann voll informiert, ähm, was dieser Produktionsplan hier für die nächsten 1,5 Wochen ähm, realisieren könnte. Genau. Mhm. Ich hoffe, dass Aha. das gefällt dir, die Statistiken? Ja, das gefällt mir gut. Jetzt ist noch die Frage, also automatisiert ist ja schön, vollautomatisiert ist auch schön, aber ich würde trotzdem gern noch ein bisschen manuelle Eingriffe an den Plan vornehmen wollen. Geht denn das? Okay, manuelle Eingriffe. Natürlich, da gibt es auch Optionen. Das heißt, das ist hier interaktiv. Dieses Gunchart, das kann per Drag and Drop beeinflusst werden. Das heißt, diese Operationen, wir sehen ja hier diese rot markierten Aufträge, das sind jetzt diese Aufträge, die die Liefertermine nicht einhalten würden. Mhm. Das heißt, das ist natürlich erstmal für deine erste Orientierung hilfreich. Wo ist denn überhaupt ein manueller Eingriff sinnvoll? Mhm. Und dann würde ich hier nochmal ein anderes Highlighting wählen, weil dieses Highlighting ist jetzt einfach eine Farbgebung. Jeder Auftrag hat eine Farbe, aber wenn wir jetzt hier manuell etwas bearbeiten möchten, möchten wir ja möglichst Rüstzeiten verhindern. Das heißt, ich habe jetzt hier das Highlighting mal umgestellt, dass wir die Aufträge, die das gleiche Granulat benutzen, alle die gleiche Farbe bekommen in dem Gantt-Chart. Und das heißt, jetzt wird es für mich einfacher, hier Eingriffe vorzunehmen. Ich schiebe hier auch das nochmal ein bisschen nach unten, dass wir die volle Bildschirmgröße nutzen. Das heißt, wir sehen jetzt hier sind Aufträge, ähm, die verspätet sind und ich sehe jetzt hier, das hat so einen lila Ton und wenn ich diesen Auftrag nehme und dann hier vorne noch mal schaue, hier sind auch noch andere, die dieses lila Granulat benutzen. Das heißt, hier ist vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn ich den Auftrag hier hinlege. Na, das hat noch nicht funktioniert, der ist immer noch rot. Dann gehe ich noch mal zurück. Ich den So, wenn ich den hier noch mal versuche hinzulegen. Okay, da will er nicht. Dann versuchen wir, den vielleicht noch hier hinzulegen.
Okay, wir sehen jetzt, dieser Auftrag könnte hier noch eingeplant werden hinter dem anderen Auftrag, ohne dass dazwischen eine Rüstzeit anfällt. Dann werden wir hier gefragt, wir reißen hier gewisse Restriktionen. Das akzeptieren wir jetzt erstmal und sagen: „Nein, nicht rückgängig machen.“ Und jetzt gibt es hier noch so ein Feature für die Reparatur. Das heißt, wir haben jetzt nur den Spritzgussauftrag hier rübergelegt, aber die anderen nachfolgenden Operationen, das heißt für die Verpackung, für die Entgratung, die sind jetzt hier noch nicht mit eingeplant. Das heißt, hier nutze ich jetzt dieses Reparaturtool und du siehst gleich, Bernd, hier die Aufträge, so, die, die anderen Operationen wurden auch mit verschoben und das heißt, dieser Auftrag würde jetzt auch noch pünktlich fertig werden. Das heißt, Mhm. hier konnte, wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, ähm, du hast hier erstmal die Möglichkeit, über dieses Highlighting zu finden, wo ist ein manueller Eingriff gegebenenfalls sinnvoll. Mhm. Dann hast du hier diese Drag-and-Drop-Funktionalität, dass du die Aufträge verschieben kannst und mit dem Reparatur-Tool und daneben gibt es auch noch eine Validierung. Ähm, Das heißt, man kann sich hier auch nochmal ausdrücklich bestätigen lassen, okay, dieser Produktionsplan, so wie er hier vorliegt, er hält alle Restriktionen ein. Mhm. Genau, das wäre jetzt hier die manuelle Pflege. Mhm. Was wäre jetzt, wenn ich verschiedene Situationen simulieren wollen würde? Okay, Simulationsfähigkeit, genau. Das ist auch nochmal ein tolles Thema. Stellen wir uns vor, wir möchten jetzt hier noch simulieren, wir haben vo richtig viel Kapazität verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi den Sportwagen, mit dem wir eine Alternativroute berechnen. Wie effektiv könnten wir mit dem Sportwagen jetzt hier einen Produktionsplan generieren? So, wie, kö- welche Möglichkeiten bestehen dann zur Simulation? Da lohnt sich dann ein Blick hier in die Restriktionen. Das heißt, hier in den Restriktionen ist ersichtlich, dass hier diese Maschineneinrichter, also das Personal, was die Rüstprozesse durchführt, die sind relativ häufig am Maximum. Das heißt, hier könnte man jetzt unterstellen, hätten wir mehr Maschineneinrichter, könnten wir eine höhere Maschinenauslastung fahren. Mhm. Und dafür gibt es hier jetzt die Möglichkeit für die Simulation, dass wir sagen, okay, wie sähe es aus, wenn wir statt 2 4 Maschineneinrichter zur Verfügung hätten? Was könnten wir dann erzielen? Das heißt, ich habe jetzt hier die äh, Kapazität nach oben korrigiert und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Zeitplan erneut zu reparieren. Das heißt, dass diese neuen Kapazitäten werden jetzt nochmal mit berücksichtigt. Der Produktionsplan wird angepasst an die Kapazitätsänderung. Okay, das ist schon abgeschlossen. Und wir haben jetzt hier nochmal simuliert, das ist nochmal ein anderes Ergebnis, was wir erzielen konnten. Mhm. Und das können wir jetzt hier auch nochmal in der Zeitplanungsstatistik sehen. Das heißt, wir sind jetzt hier nochmal ein, ich glaube, wir haben nochmal einen Sprung gemacht. Wir sind jetzt hier nur noch bei 43 überfälligen ähm, Aufträgen. Mhm. Das Also heißt, muss, mhm. ja, Bernd? Also muss ich hier dann keine Entscheidungen mehr aus dem Bauch fällen, weil ich wirklich Alternativen miteinander vergleichen kann. Genau, du kannst hier wirklich kennzahlenbasiert deine Entscheidung treffen. Mhm. Das heißt, hier haben wir jetzt auch nochmal die Funktion gehabt, dass eine Situation simuliert wird. Das heißt, bevor man hier vielleicht auch nochmal kurzfristige Kapazitäten schafft, hat man nochmal diese Möglichkeit, das schnell zu verifizieren mit einer Simulation. Und damit wären wir dann auch hier
in diesem Beispiel schon am Ende. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Alternativroute gerechnet. Wir haben manuelle Eingriffe vorgenommen und haben mit einer Simulation jetzt hier nochmal ein ebenfalls besseres Ergebnis erzielen können und könnten dieses jetzt speichern und in die Produktion geben. Und damit, Bernd, dann dein erster Arbeitstag als Produktionsplaner mit Opcenter APS. Ich glaube, da kannst du dich darauf freuen, das sah doch jetzt einfach aus, oder? Ist nicht so schlimm, wie wir es vorgestellt haben, mein erster Tag. Super. Okay. Dann, dann kommen wir zum letzten Punkt. Also das, was Sie eben sehen konnten in dem Live-Beispiel, so einfach kann Produktionsplanung dann aussehen. Und um das jetzt auch mal in Zahlen auszudrücken, was können hier Kunden damit für Erfolge feiern, wenn sie sich verbessern in der Feinplanung? Das heißt, wir haben hier eine Referenz, die ist ganz frisch von der Grupo Tigre. Die fertigen an 21 Standorten ähm, hauptsächlich Spritzgussteile, 4.500 circa 4.500 verschiedene Produkte und auch noch Extrusionsteile. Das heißt, das ist genau hier ein sicherlich vergleichbarer Kunde zu Ihnen. Das heißt, das erste Thema, wo sich hier der Kunde gefreut hat, wo er sich verbessert hat, wäre, dass er viel besseren Einblick bekommen hat. Das heißt, die Produktionsplaner ist deutlich transparenter geworden. Das heißt, durch diese zahlenbasierte Produktionsplanung hat der Kunde mehr Vertrauen in seine Produktionsplanung gewonnen. Und wie drückt sich das dann aus in den Einsparungen, finanziellen Einsparungen? Das heißt, die Termintreue, ich glaube, das ist ein ganz tolles Ergebnis, was der Kunde hier erzielt hat, konnte verbessert werden von 47% auf 95%. Und auch bei den Lagerbeständen, also in der Lagerhaltung, eine Reduzierung von Lagerbeständen um 50%. Ich glaube, das ist ebenfalls ein ganz toller. Und was das dann in Euro bedeutet, also wie viel Einsparungen Sie hier mit dem Tool generieren können, ich glaube, das muss ich Ihnen gar nicht aufdröseln, das können Sie sich selber vorstellen. Also das sind hier wirklich enorme Einsparungen, die der Kunde generieren konnte. Mhm. Wenn ich sowas an meinem ersten Arbeitstag schon schaffen kann mit dem Tool, ist das natürlich perfekt.